So, das geht durch sein in jene Bulletin, dort Thema ist von der, dass wir sind gewählt, am Frucht und Leew zu wiesen. Und die erste Frau dann ab dort, Frau wie uns nach wer hat uns dort gewählt. Und hier immer war den Ausdruck von Menschen, dann wird gesagt, ich habe mich entschlossen, Jesus zu folgen. Na, das ist unsere Entscheidung. Aber da wir wurde für dem können. Für die Entschließung. Dort Gott die Treuheit. Die Bibel sagt sehr klar, kein Mensch kann Futter kommen, ohne dass er am Tragen wird. Jesus sagt, kein Mensch kann mich kommen, ohne dass der Futter den Tragen wird. Und da wollen wir uns von der ein klein bisschen nennen lassen, in das erste Part von dieser Botschaft, dort wir sind gewählt. Und wenn ihr noch Johannes Kapitel 15 drehen, durch den 16. und 17. Vers, da will ich den Punkt davon rücknehmen. Und das erste Part von dieser Vers, der sagen, die haben mich nicht gewählt, aber ich habe jünd gewählt. So, das sagt Jesus. Keiner, hier bin von der, kann sagen, dass ich habe mich Gott gewählt, nur zu folgen. Ich habe gewählt, Gott sein Nachfolger zu sein. Na, of course muss ich die Entscheidung machen, dass ich das annehme. Aber gewählt, wie wir von Gott. Und ich gleich einmal ein Beispiel zu bringen, dass Gott bietet nicht den Trab vom Himmel rauf, als Jakob durch einen Tag sich durchgelegt hat in der Wüste, wo er war, wie sein Onkel, wo er hat sein Bruder ganz geraslich und angeschmiert. Na, nicht bloß sein Bruder, sein Vater auch. Und dann wieder bewegt er sein Onkel. Und dann hat er da auf einmal einen Traum, da wie eine Lara vom Himmel rauf. Aber ihr. So Gott bietet diese Lara vom Himmel rauf. Er bietet diese Lara nicht von ihrem Himmel. Er bietet vom Himmel rauf. Wegen was? Wegen Heikheimer rauf, ans Rad. Er möchte dort nicht rein, dass wir können am Himmel klautern. Als dann hat er den Term, wo er da in Babel, da in Bühnen, hat Gott dort nicht versteht, wann dort die Solution wird. Wann dort der Weg wird, um eine Lösung zu kriegen. Da wurde der Mensch an den Tag geladen. Dass sie den Turm können bauen, was am Himmel, dass sie doch durch können. Aber das bin nicht Gott sein Plan. Gott sein Plan, wir, den Menschen zu raten. Nicht ein Weg zu segnen, dass die Menschen noch anfangen können. Aber ein Weg, wo er raufkommt, diese Menschen. Und das wird uns das erste Part hier sein, dass dort Gott deut sich uns will. Wir deuten uns nicht Gott will. Und so ist es schon sein, dass wir haben dort einmal ein Betthauser so zu holen, in unser ganzes Mennonitentum haben wir dort einmal ein Betthauser, da war ich zu holen, dort ich muss zu dieser Erlösung was tun. Ich muss was tun, dass ich gerat werden. Ich muss feine Dinge tun, nicht so viel schlechte, weil ich noch ein paar schlechte machen kann, dort wird noch alles schaffen, aber wenn ich genug Geld haben, dann wollen wir dort Lothar bewegt schon leiden und dann wird sich das dann auswiesen. Das ist ein Bild, das die Lehre ist. Aber das ist nicht eine biblische Lehre. Epheser Kapitel 1, Vers 4 und 5, und wer immer die Bibel mit hat, weil Hand soll, du soll die Hand drehen. Du sagst Gott, was du von uns Menschen sieht, nicht so ist. Du sagst Gott, was du von uns Menschen sieht, nicht so ist. Na, das Gott liebt? Nee, das nicht. Ich will Ihnen die Vers lesen. Hier sagt es, dass weil er den Weltgrund lehrt, hat er uns bestimmt, an Christus seine heilige Aschel Kinder zu sein. Wenn Gott seine Liebe für uns, hat er dort so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine eigenen Kinder.
Na, wer werft sich hier die Hand ab die Heven und sagt, ut mir selbst, ut sehe ich herrlich? Keiner. Wer werft sich die Hand ab die Heven und sagt, ich sie auch schuldig? Keiner. So, da werden Sie direkt, dass Gott sagt, hier wird, was von uns Menschen er sieht, non zu kicken, nicht so ist. So, er sagt, für er den Weltgrund legt, dann hat er all entschlossen, an Jesus Christus, dort wir würden seine heilige, arschige Kinder sein. Kann ich verstehen, was Paulus hier braucht, er versucht klar zu merken, was Gott sein Ziel wird für uns. Gott sein Plan wird für uns, dort anzunehmen, was Jesus Christus getan hat für uns. Dort wird Gott sein Plan für uns, dort anzunehmen. Und wenn dort hier sagt, dass wir an Jesus Christus seine heilige, arschige Kinder sind, na dann waren wir uns mal ein Beispiel nehmen von Schuld. So, von der Tag, wie ran meist kriegt alle mit Schwur, nicht? Wir machen uns Geld liehen, wir haben Schuld und so weiter. Aber wenn du auf einmal wer nach der Bank fuhr und deine Schuld betont und Leute auf den Pagaräden abschrieben, Pagado, und wenn die Leute an der Bank kamen, der Bankier, die sagen, dass, hey, hier ist wer angekommen und der hat alles betont für dich. Wo wirst du die dann so viel? Da wirst du diese Fall, nu sie ich ins Glauben geworden, nu macht ich für Jahren schaffen. Na. Du wirst rein alles legt down für so einen Mensch, als dort, was der will haben, nicht so? Wenn der deine Schuld alle betont hat. Aber wo steht diese Fall, dass du dort musst down, aus dem Weg von ins Glauben? Na. Du wirst down aus Dankbarkeit. So, die Bibel lehrt uns dort, dass Jesus Christus hat uns frei gekauft. So, wenn du von dir nicht kannst, dort klar haben in dein Leben, dort ich lebe uit ein dankbares Hart für Jesus, für den deren Preis, was er tun hat für mich. Dann go für die allein und dann Frau, die mal selbst Wort als Arach gegangen. Ich glaube, wir haben von der genug Ursache zu sagen, dass ich schaffe in Gott sein Recht, uit Dankbarkeit. Nicht, dass ich einmal so viel ich mache. Na, wer steht von der Morgens ab und sagt, soll war der Sonntag, ich mache mal was an der Kjoakj. No, wenn wir das zu holen kriegen, dass wir kommen uit ein dankbares Hart für dort, was Jesus für uns getan hat. Dann auf einmal kann ich sagen, von der Kjoakj war er nach der Kjoakj gekommen. Oder von der Kjoakj war er vielleicht irgendwem was Gutes bewiesen. Irgendwo wem ein Schaf geht gesagt gewesen. Aber das ist auch nicht einmal leicht. Das ist nicht einmal leicht freundlich sein. Nein, das nicht. Das gibt Zeiten im Leben, wo das schwer ist. Wo wir im Bett so kämpfen müssen über dort. So Gott verspricht, dass er wird uns annehmen. Und er will uns annehmen. Und das nächste Part von diesem Vers, das 18. Vers in Johannes Kapitel 15, da sagt er, weil ich wollte erste Part mit der zweite Part lesen, hier sagt er, je haben mich nicht gewählt, aber ich habe jünd gewählt. Und dann sagt er, in Angestalt, dort die Gunnen und Frucht trauen, Frucht, die da bleiben wird. So die Bibel verspricht uns eine Frucht zu trauen, oder dass wir haben ein Weg, eine Frucht zu trauen, wo da bleiben wird. Und diese Frucht zu trauen, der ist bloß auf den Weg,
dat wann ik kon dingen uit en dankbaarheid hatte. Paulus Schrift an die Korinther. Wir wollen nicht nur die Vers gehen, aber Paulus Schrift in die Korinther, in Kapitel 13, in 1. Korinther, da sagt er, wann ich die Gabe hat, mit einer Engeltung zu reden. Na, was stellen wir uns vor? Wo wird ein Engel reden? Wenn hier von der ein Engel vor uns stand und verteilt mal zu uns und brach uns die Botschaft, da würden wir sagen, da wäre perfekt, ne? Da fehlt nichts an. Da würden wir nichts können und uitbeteren. Sagt er, wenn ich so eine Tongue habe, und aber nicht live hat, sagt er, dann ist es nichts. Sagt er, dat is een beetje als wenn kon beim zouden snijden met een homma om des non kielen. Hij had al geproefd, dat schalt een beetje lang uit en dan is het weg. Sagt er, dat is wat dat is. En zo redt hij door in dat 13e kapitel wieder en wieder van, wanneer ik niet de rechte leeft had. Ik kon een profeten gaan te reden en wanneer ik dat niet leeft had, ik kon weer het al anders. En ik had kunnen geloven gaan, Boy te verzaten. Nou, Jesus redt van, wanneer we in geloven gaan als een kleiner Saatkorn, dan hebben we Boy verzaten. En Paulus zegt, wanneer ik dat alle nog had, en ik niet geloven had, dat nützt me nog niks, wil ik daar nog einmal verdammt. En door redt hij zeer klaar van de lijf, wat God te ons had. Nou, wat voor een lijf had God te ons? Nou, we reden er van, dat hij zijn hand geeft, om ons erlezen. Zodat we de lijf wat God had voor ons. En zo, wanneer we nu deze lijf kunnen wiederdragen, zoals God mij geleefd heeft, want ik kan de nächsten zo staat leven, dat wordt deze vrucht geven. Wat er blijven wordt. Wanneer je van daar een vrucht stoot voor en je kijkt een vrucht aan, doe je dat allemaal bij zaakval, bij kostensval, bij tarimasval? No. Wo wenig? Na, das wird schlecht. Wenn je haben einen Platanos gekauft, na, dann kijk je vielleicht mit Erwa, na, das sind die, was wir die nächste 4 oder 5 Jahre wollen abeten. Oh, es war nicht. Dann sind die schlecht. Aber die Bibel verspricht uns eine Frucht, die bleiben wird. So, die Frucht, die wir von der haben, dort ist nichts, was bleiben wird. Was wir von der sein, dort ist nichts, was bleiben wird. Dat is dat wat de eieren laten wat eruit gesmeten, wanneer we die niet gaan abgekrijgen. So, je kan irgendwas für Frucht gaan kopen im Stuhl, aber eier oder later dann als die weg. Nou, van wat voor een vrucht redt de Bibel dan? Wat voor een vrucht zal ik dragen? Galater Kapitel 5, Vers 22, den Vers, ich glaube, der ganz meiste kennen den ziemlich krijg uitwendig en andere kennen den ganz uitwendig. Aber da sagt dat, den Jesus seine Frucht als Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Dat is den Jesus seine Frucht. Nou, hij fängt het eerste aan met Liebe. En we worden, later waar we dan een klein beetje meer van Liebe reden. Aber Friede. Wat is die Friede? We hebben de laatste Monaten met 3 verschiedene couples pre-marriage counseling gehad. Wir haben eine große Freude mit so einer jungen Lied, es dort top zu sein. Aber was ist wirklich, wo wir nachkicken nach Freude? Ist dort, wenn ich ein Bett wechseln in habe, ich habe nicht Schuld und ich kann noch ein Bett Geld, ist dort, was deine Freude bringt? Ist dort, was dein Leben bringt? Oder gibt dir das bloß eine Freude als Mann, wenn du in die Haus kommst, abends von der Arbeit, früh kommst, ganz schaftig entgehen, ist dort deine Freude? Na, of course, das ist eine große Freude, nicht so? Aber all die Dinge, die vergehen. Wenn deine Kinder an dir rankommen und geben dir einen Abrazo und sind die gut, na, das ist eine große Freude. Dat je schijnt. Aber wenn deine Freude nicht von Deuper aus dort kommt, wenn die nicht von Deuper im Hort kommt, an Jesus Christus, dann eier eure Lothar, dann übernehmen deine Schwierigkeiten wahr.
Deine Frau kann noch so freundlich sein zu dir. Deine Kinder kann noch so schaftig sein. Den Wirt kann die noch so ein gutes Lohn beiden. Na, wir als Arbeiter, wir sind immer so, was da, und immer gleich mit mir zu haben, nicht so? Ich weiß nicht, wie viele Arbeiter hier bei uns sind, aber ich glaube, so viel sind wir. Und hier sind auch Wirts. Aber das gibt immer wieder eine Freude, wenn wir in dir das Lohn kriegen. Aber wie lange geht das, wenn der Wirt sagt, ich will den Lohn 20% abschieben? But die Wahrheit läuft das direkt nicht mehr zu. Das geht ein paar Wege. Dann sage ich, oh, das Geld war alle durch, das fehlt, war ein klein bisschen mehr. Und dann fangen wir an zu schlemmen, nicht so? Oder das ich gucke nicht. Aber wenn das unsere Freude ist, und den ich von Deiper in dem Hort kommt, der wird kann die seine halbe Wirtschaft geben. Du bist danach nicht zufrieden. Vielleicht die ersten 2, 3 Tage und dann fängt das an rauf zu gehen. Du weißt, ein Mensch, der kann sich mit kein Denk auf dieser Welt wirklich diese Freude abarbeiten. Mit kein Denk. Ein sehr reicher Mann wird ein Tag mal gefragt, wie viel muss ein Mensch haben, bei der zufrieden ist? Und seine Antwort wie eine sehr Karte, bloß ein klein bisschen mehr. So, die fällt sich so, du fehlt bloß ein klein bisschen, na, wo ich so erschaftig sein. Du fehlt bloß noch einmal ein bisschen, na, wo ich war da ganz mutig sein. Und dort bleibt du bei, und dort bleibt du bei, und dort kann dem ein Millionär sein auf dieser Welt, wenn dem seine Freude auf dort Gebiet ist, dort bleibt du bei. Das ja von den Menschen, die da sehr viel haben, die da sehr viel eignen tun, aber wenn die nicht Jesus Christus im Hort haben, der Frieden, die vergonnen immer waren ohne dort. Du sagst die Bibel an, so wir sagen, eine Freude haben in Jesus Christus. Und dort ist eine Frucht, was der Jäst des Frucht ist. So wir sollen geduldig sein. Man, ich sag mal, wie Deutsche, wie Mennoniten, geduldig sein, das ist kein Problem bei uns, nicht so? Ja, und jeder sagt so, ja, das ist mir, dann ist das ein großes Problem. Geduldig sein, dort ist ein Problem. Und was ich sage, ich sage, dass hier man uns Mennoniten, na dort sind die, was ich kann, doch, so, wenn wir wieder in der Welt dann checken, ich glaube, das wird alle erwähnen, dass dort sind. Aber, ich glaube, einmal, wir sollen ein bisschen alle mit dort schaffen, ein bisschen geduldiger sein. Freundlichkeit und gut gesonnen sein. Gerade wenn die Schwierigkeiten im Leben sind, dort ist dann schwer, dort zu tun. Und uns selbst beherrschen, dort ist auch bloß ein gutes Ding, wenn wir dort tun. Und Selbstbeherrschung hat mit viel Dingen zu tun. Und dort wird allein, wir können einen ganzen Vermehrung reden. Na, habt ihr doch mal wer getrotzt? Na, wir bleiben einmal daheim, aber also dann wirklich so, das weiß ich noch nicht, aber wir bleiben einmal daheim mich verursacht dafür. Dort, wo wir Menschen das ganz geradste Problem haben, dort, wenn wir sind gehen, dann bleiben wir immer dort ein anderer Hafen uns verursacht dort. Dort ist dem seine Schuld. Na, prof dort mal zu Gott zu sein. Prof Gott dort mal deutlich zu machen, dass ja seine Schuld wird, ich war also grausig da wird. So, du redest von uns selbst beherrschen. Die Bibel gibt uns rein kein Reich, wenn wir auch einmal bleiben, dass der andere Hand uns verursacht hat, dass wir können plötzlich sein, wo einmal in dem Pödel stehen, nicht so? Die Bibel gibt uns kein Reich dafür. Wie weit denn das fährt und sagt Gott, naja, und die sagen, der Noberschwing war danach bei uns gewesen und der haben der Garbage stand der gewollt und der haben alles verschlappt und so wieder und dann 6 Mal alle beweichnen den Nober, dann fällt mir bei, das hat nicht mal reich, was ich da.
Aber ich war danach going nur bei meiner Meinung sein, und dann war ich träge und dann war ich Gott am Tür und Frau, und dann wird das war aller gut sein. Als dort, wat Gott sie nicht genot wir? No. Wer seht die dort all ab dem Weg num Nobach? Dort, das Arreich, wo die da ist. Da will Gott sehen, yes, was du wir. Und wo fährt ein Staub wie danach, und hier tale ich mir rein ganz mit Salz mit an, wo fährt ein Staub ich danach durchnehmen, und da diese Dinge, wann ich all weit, das Arreich, was ich da. Ich will uns von der bloß am sich Mut merken, weil wir diese Beherrschung, weil wir der Eiven. Das kommt nicht über Nacht, aber weil wir der Eiven. Und was sagt uns dort nächste Port von den 16 da falsch? Nu haben wir hier 2 Punkte mit so durchgekickt, dass Gott das uns will. Und wenn wir diese wohl, was Gott merken deit, wenn ich die der Hand angenommen, dann sagt er, nicht gut. Nicht bringt Frucht. Und dann sagt er, und dann wird der Futter gegeben, noch was je in meinen Namen wird. Dann wird der Futter gegeben, was je in meinen Namen wird. Gebetsleben als bloß einfach eine Tidsbanden mit somebody, wo wir Vertrauen haben. Na, wir sind alle von klein ab an gelehrt, dass ab Gott haben wir Vertrauen. Als uns den Erlösungsplan als klar uitgelegd worden, das ist ein anderes Ding. Aber ich glaube hier als meist kann ich nicht einer bauen, und ich sage immer, das ist ein Segen, und das ist ein gutes Ding von uns mennonitischen Volk, dass wir lernen unsere Kinder von klein ab an, dass Gott ist ein wahrhaftiger Gott, und auf den haben wir uns ganz verloren. Das lernen wir thuis, das lernen wir in der Schule, das lernen wir also Abwassendeiten, dort ab Gott vertrauen wir. Na, weil wir dann gleich mit Gott auf Gemeinschaft haben. Wenn du einen Freund hast, was du weißt, den kann ich alles anvertrauen. Den kann ich meine Schwierigkeiten anvertrauen. Mit dem kann ich vertellen über die schwanste Zeiten in meinem Leben, über die Zeiten in meinem Leben, wo ich selbst nicht mehr von Weitem will. Wenn ich so einen Freund aus dort habe, wo ich mir top kann mit Dol sagen und über dort vertellen, der Freund ist was wird. Und mit dem gleich für fair und top Kaffee zu haben. Na, ich sage hier, dass die haben Mana Kaffee und Smarties. Und das ist ein sehr feiner Weg, wenn wir uns am sich können, abbühen und vertrauensvoll einer zu den anderen sein. Und das, was die Bibel uns lehrt, dass so ein Gott ist, dort habe ich, den habe ich vertrauen. Na, was sagt die Bibel, wo dürfen wir beten? So, das Vers sagt uns, dass Jesus in eine wird sagen uns dort wir können im Vertrauen beten und der Futter Wort ihm dort geben. So, wir sehen noch Gott sein Wille. Na, dann fragen wir uns vielleicht, nach wann dürfen wir beten? Wo ist dein persönliches Gebetsleben? Wo ist dein persönliches Gebetsleben mit Gott? Ich sage, das ist ein von der Problem in unsere verschiedenen Kjoakjen in uns verschiedene Personen. Wenn das als dort verstärkende Part von dem Leben. Hier nach kommen, leider singen, das sei Geschmack, kommen mithalten mit Musik. Dort sind die Menschen. Und dann fangen uns dort auf einmal an zu interessieren, wen Wort, wen dann, wo wir hier sein. Zu mir steht dreimal einer, ich will ein kleines hier ein Beispiel von meinem Leben mitnehmen. Wir vertellen ein bisschen so, wie auch ein bisschen so ein persönliches Ding zwischen mir und ihm. Und ich sehe ihm, die dort so aussieht, ich sehe, man, ich sehe, mir sagt so, er würde eine feine Person sein, um Gott sein Wort predigen. Oh, dann sagt ich sie viel zu bleiben. Ich sehe, wenn es am dort ging, ich sehe, dann wie ich noch never hinter der Kanzel gegangen. Noch never.
Als ich abwassen deed en we befrieden ons, en wanneer je vandaag nog wordt mijn vrouw, en zo die zegt, nou, wat wanneer we voort. Zeg maar het vertaal. Ik werd me verdoor, ik had dat vele tijden te zien geschoven, wen wat, wen ik geloof, ik ben een blijder mens. Maar weet je wat, wanneer God ons te wat roepen deed, dan merkt dat geen onderscheid wer du bist, wat je geleerd hast. Wanneer God ons roepen deed, dan heeft God de goven dat. En dat, wanneer God zegt, dat die Gemeinschaft mit mir als nicht gut, dann hör ich. Wofür an? Steh wie morgens ab, gehen vielleicht ein bisschen drüt, und haben bloß mal Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Ganz allein. Kein anderer dabei. Die Bibel sagt, dass wir sollen uns apart tragen, sagt Jesus. Jesus sagt, gut in den Stoff genannt und schlüte der Tau, und du bete den himmlischen Vater. So einfach. Das ist eine gewünschte Zeit, die beste Zeit, wo wir mit Gott Gemeinschaft pflegen. Aber das ist gerade die verstärkende Zeit, wo Menschen hier im Licht führen. Oh, ich kann gehen zu den Menschen und sagen, man, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich tue das, ich tue dort, ich tue morgens eine halbe Stunde, nehme ich mir Zeit, um besonders mit Gemeinschaft führen mit Gott, und ich tue ab Mittag und ich tue das Oves, wo du vielleicht keine Wahrheit an hast. Aber die Menschen bleiben mir dort. Wegen was? Wegen das ist eine persönliche Sache zwischen mir und Gott. Und du kann ich die ganze Welt hier im Licht führen. Aber die Bibel sagt auch, dass eigentlich du soll mit anderen Gemeinschaft pflegen. Am Gebet. Und der Wert, was Jesus da in Matthäus Kapitel 18, Vers 19 und 20 hat, sind mir immer sehr viel Wert. Da sagt er, dass das, und ich sage Ihnen das, wann von Jünd sich hier aber ihr, wann von Jünd sich wird, wann zwei von Jünd sich hier aber ihr einig worden, am Wort zu beten, dann wird mein Vater im Himmel Jünd dort geben. Wels wann zwei oder drei in meinen Namen taub gekommen sind, dann sieh ich Mäden mang an. Dort hätte hier war holen. Und das ist bad falsch. Ihr sagt, da waren dort zwei von jenen sich ab jeden einig worden. Und der 20. Vers sagt, dass wann zwei oder drei in meinen Namen taub kommen. So dass das von den einen Vers und den anderen nach wahrer holen, dort taub kommen, Gemeinschaft haben in Gebet, dort wichtig ist. Na, ich sage einmal, dort ist vielleicht auch nicht mal gerade das Problem an uns. Die Gebet stehen vor, na, dort wird Jesaja schmack, nicht so? Aber zum das dann, zum zwei oder drei taub kommen im Beten, dann muss wir den Ferienpunkt auch befallen. Dann muss wir eine persönliche Gemeinschaft haben mit Gott. Das sind Dinge, wo du bloß Dollar und Dollar taub bringen, dann, wenn wir eigentlich nur kommen, dann hast du mit das andere ein Problem. So, dann haben wir dann Apostelgeschichte, haben wir auch noch ein paar Vers, wo der Jünger taub kommen, fertig ist, wird ausgegoten, da kommen sie taub und die den beten. Und was die Gott antworten? Der steht, der schadet, dort wie Gott seine Antwort ab, dort er angehen wird wir. Und daraufhin wird den Geist ausgegoten. So, in der Bibel lehrt uns, dass wir sollen unhold sein. Wir Eltern versuchen unsere Kinder zu lehren, dass sie sollen nicht einmal schlimm kommen, nicht so? Das probieren wir zu lehren. Und wir sind einmal sehr viel zu gleichaltig mit dort. Ich sehe was und ich habe von anderen Menschen hier das auch gewahr sind. Aber wenn mein Junge dann kommt zu mir und fragt mich noch was, und mir das nicht sehr interessieren, was mich fragt, das erste, einfachste Ding ist bloß nee sein und fertig mit der Sache.
Und wenn bald weiterkommt, dann sagen, na, hat ich dir das nicht gut gesagt? So, da war ich für sich, wie unsere Kinder zu lernen, wenn ich einmal nee gesagt habe, dann erst dort steigt durch. Und dort ist so gut, dass unsere Kinder lernen, dass uns nee soll und nee sein, und uns ja soll und ja sein. Aber ich glaube, wir sollen einmal viel Dollar so steht sein. Wenn wir nicht näher weiten, was wir mit diesem Punkt wollen tun, dann sagen, hey, lass mich doch nur denken. Das Part nu vielleicht nicht so sein, dass die mal eine Antwort haben, nicht rot. Ich will aber nur denken. Und dann lässt der Junge, die vielleicht 5 Minuten denken, dann ist der Olvara du. Dann fragt der Olvara, hast du eine Antwort? No, ich kann noch nicht. Das, was die Bibel uns lehrt, dass wir mit Gott sollen. Wenn wir leben, dass irgendwas uns sehr nötig fehlt, dann sagt die Bibel, wir sollen anhalten sein mit Beten. Wir sollen durch sein. Ein Tag, wie Jesus hat Weichen, und dann fangen Menschen, ein paar blinde Menschen an zu schreien, all von lang offen. Wenn sie wissen, wer hier lang wachkommt, und die Jünger, die fangen an, die beschwichtigen und sagen, seht mal, stell, dass Jesus, der erst reingeht, sagt, der hat allmählich Zeit für ihn, nu wagt ihr schon mal ein Bett. Aber Jesus hält still und sagt, er bringt den mal nur da. So, sie bleiben anhaltend. Und Jesus selbst braucht ein Beispiel von einer Frau, die anhaltend bleibt beim Richter. So, da lehrt Jesus uns da, dass wir sollen anhaltend bleiben. Wenn wir kicken, dann, das, wo wir von der noch beten, dann, dort ist Gott sein Willen. Dort ist ein Gott sein Plan bin. Na, dann darf die Bibel uns auch reich anhaltend zu bleiben. Ich habe mir einmal diesen Ausdruck gehört, wenn einer vertelt hat mit Menschen, so wieder, nach hast über das Thema all gebet, ja, ich kann, aber halt nicht. Oder der Nächste sagt, ja, ich habe Gott das gebracht und nun weiß ich mir das weit. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, wir sollen anhaltend sein. Wir sollen beten. Gott wird die durch die Segnungen in der Schuld leihen, was er hat für die. Ich brauche mal einmal das Beispiel. Jungs, wenn die abwaschen, Jugendjungs, dann auf einmal dann Janka, die den Pickup zum Beispiel spazieren fahren, nicht so? Und dort weiß wie Futter sagen geht. Wenn ihr da nicht geht, dass ihr noch mal einen Pickup wollt? Ja, das weiß nicht geht. Aber habt ihr da einmal die Schlädels gebracht und sagt, hier sind die Schlädels, wie kannst du fahren? Ich glaube noch never. Ich weiß nicht. Vorher, wenn Wort, bringen die Jungs nicht, sind auch normal auf die Schlädels, wenn die weit nicht geht, den Jahren weich zu fahren. No, aber wir haben das an Frauen kommen. Gott kann uns gleich die Schlädels geben. Gott will haben das als Frau. Wenn wir am Stuhl fahren, na, wir wissen nicht, der kleine Junge, der Jank hat das Kjoakj und der Jank hat Jan Kjoakj und der Jank hat diesen Ball und der Jank hat den Bicycle und so weiter. Wir gehen gleich der Länge der Schadelbänken und fangen an zu reden, wenn wir wissen, dass das, was der kleine Junge alles fehlt. No. Wir haben das auch noch Frau. Und dann wollen wir vielleicht noch mal ein klein bisschen beprüfen, dass das wirklich ernst meint, nicht? Ich hatte das mir vielleicht ein bisschen klar, ich wollte das Kjoakj halten, aber ich will mal prüfen sein, dass der das wirklich so sehr Jank hat. Dass der das wirklich nötig fehlt, oder dass der wirklich läuft, daran das fehlt. Und ich glaube, so ein Gott ist das haben. Der prüft uns auch mal auf, wo ernst wir das meinen. Du wirst nicht abgeben. Never abgeben. So, da kann verschiedene Hindernisse sein in uns Gebetsleben. Du kannst ungehorsam sein, dass wir Gott nicht treu sind. Du kannst ein unabgeriemter Sinn sein und so weiter. Und du kannst in Konflikte sein, vielleicht mit unseren Nächsten. Und so können wir verschiedene Dinge abnehmen, wo du sometimes kann Hindernisse sein in unseren Gebeten. Du weißt, sagt die Bibel, wir sollen wacker sein und wir sollen abkicken
nur was Gott für uns hat. So der 17. Vers sagt, das leicht wie nicht. Der sagt, das Gebot Jewält Jünd. Aber nu haben wir von keine Geboten geredet. Aber nu sage ich, dass das Gebot Jewält Jünd, sieht einer den anderen gut. So nur diesen 16. Vers, nur diese 3 verschiedene Punkte, wo wir immer gekickt haben, wo Gott uns wählen, wo Gott sagen, dass er uns anstellt, Frucht zu bringen, und dass der Vater uns Gebet wird erhören, dann sagt Jesus, nu haben wir ein Gebot zu tun. Ich sage, die Bibel hat von der bloß ein Gebot. Und das ist Leib. Ram das Gebot dreht alles. Als Gott den Mensch gemerkt hat, als er den am Garten Eden sagten, und ich gehe von den Jugend befrieden sich alle, ich weiß nicht, was ist auch gegangen. Bei uns dann der Kreis auch. Na, dann muss man sagen, hat mit Leib zu tun, nicht so? Und wenn man mit Leib zu tun hat, dann sollte man nicht mit Arach. Wenn man mit der Abreiche Leib zu tun hat. Der Leib, was Jesus Christus uns geben hat. Aber das ist dann interessant, wenn wir sagen, dass die Bibel uns das Gebot geben hat. So, hier können wir nicht ran. Jesus hat dir geraten. Jesus sagt, du sollst Frucht bringen. Und Jesus sagt, dass mein Vater wird dir alles geben, wo du noch Frauen warst an meinen Namen. Na, ich glaube nicht, dass Gott uns alles wird geben, was mir jankert und wo ich ein Verlangen noch habe. Wenn dann glaube ich, würde wir meist kurz bei dir sein, dass wir wollen die ganze Welt anhaben. Wenn wir wollen einmal mit mir, nicht so? Von daher habe ich mir nie ein Pickup von Kjoakj, morgen will ich gleich mit zweiter Kjoakj. Weil Jesus sagt, was die in meinen Namen wollen beten, wenn die wollen noch mein Wort noch kijken, wenn die wollen noch mich kijken und noch meinen Namen beten, dann wird der himmlische Vater uns das geben. Dann sagt Jesus, häng heran, so, nu habe ich ein Gebot für dich. Freundlichkeit. Leiftulich sein. Jesus sagt, so steht in Johannes 13, ein klein bisschen vor dieser Fahrt, da sagt er, wenn die Leib untereinander haben, wird alle Mann sein, dass die meine Jünger sind. Wenn ich und du kann uns gut sein. Du wird der Welt dort sein, dort wie Gott Jesus seine Jünger sind, dort wie Jesus nur folgen da. Na, dann sagen wir, das kommt nach wordt nog een veel grotere ding. Dat is gleich so einfach. Aber vielleicht haben wir mit den Dingen vor dem Trouble. Vielleicht haben wir dort mit Trouble dort mal anzunehmen, dass Gott mir geraten hat. Nicht meine guten Dinge. Oh, ich will noch ein halbwegs guter Mensch. Ja, Jungs, die deuten so steht, aber ich deut mir halb so viel. Ich deut lang nicht so arg, das ist da. Ja, und wir hatten Bruderschaft, und ja, Jana, der war begraben, ich sage, da, aber no, ich sehe dem bloß meine Meinung, aber ich probiere das so freundlich als möglich noch zu tun. Ich will doch noch lange nicht so schlecht als Jana wir. So fangen wir dann Dinge an, aber Wegschuld zu leiden. Und wo ihr schon wird von reden, wir haben ein bisschen so zu holen, dort ein Tag, dann wurden all meine schlechten Dinge, die ich getan habe, und meine guten Dinge, aber Wegschuld geleitet worden, na, wo wir sein, wo die Wegschuld wird handbalancen. Aber hier ist noch ein Punkt, wo ich die sehr viel auf Wegschuld leiden down, aber ich besonders, und ich will, so selbst aber nur denken, dass die auch so dort ist, aber der Trouble ist, dass ich mich immer mehr da mit anderen. Ich sehe nicht ganz so schlecht. No, ich sage, ich habe Jan vielleicht ganz gehörig dumm gesagt und den reinkriegt meine Meinung gesagt, aber Jana, der mögt andere Menschen tot. Aber was sagt die Bibel, da ich mit meiner Tongue? Was sagt die Bibel, da ich mit meiner Wort? Da ich andere Menschen abhalte
durch die Doel hier. Dort ist der Unterschied. Und Jesus sagt, dass hier wird die Welt das sein, als Himmel gingen sind. Und hier wird von der uns Not merken. Weil wir das klar merken, dass die Welt das wird sein, dass wir Jesus und seine Nachfolger sind. Dass wir nicht die sind, wo du bloß an der Sonntagsmorgens die Kjoakj fahren und du sagten dann an Montagsmorgens, wenn wir zur Arbeit kommen, dann sagen wir vielleicht an unsere Arbeitspartner, Damen, der hat viel Weg, war Dinge abgemacht, was mich nicht interessieren deit, oder was immer das ist, oder früh, oder Kinder, wie immer das ist, die dampfen wir dann uit. So, ich weiß nicht, wo das beginnt ist, so wie, wir haben 3 Jahre alles abgetragen, ein nach der Jung, wo dann nachher rankommt, aber was ist denn das morgens, wenn wir an der Kirche fahren? Streiten als Tüß herum und spaut mal und wann sei mal rein und der Führer sagt vielleicht halt beten am Pickup und bloßt und dann kommen wir in die Kirche und wir wollen freundlich sein. Ich sage nicht, dass ich glaube, dass jemand das Trouble hat, aber mit das habe ich Trouble. Und habe ich Trouble. So, weil wir uns rein merken, für jeder denkt, was wir tun. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10, ein Vers, was ich will hier zum Schluss lesen, da sagt es, dass das sei wie was Leib wirklich ist. Dort wird nicht unser Leib für Gott, dort wird seine Leib für uns. Dort er uns seinen Sinn schenkt, unsere Sinn aufzunehmen. Das sagt, dass wir nicht wollen, ich habe einmal angefangen, Gott zu gleichen. Und sagt, man, diesen Gott fange ich an zu gleichen, den will ich nur folgen. No, die Bibel sagt uns, dass wir Gott seine Leib für uns. Und was wir Gott seine Leib? Den rein ganz ersten Priester tun, was er ever ging zu betun. Das sagt, diese Welt, die kann dort nicht da. Aber Jesus Christus kann dort da. Leib, sagt die Bibel uns, dagt viel tau. Aber zu beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für die große Leib, was du für uns hast. Dankeschön, dass du uns wählen willst. Herr, wenn du uns nicht gewählt hast, dann will wir von dir nicht auf diese Welt. Herr, wenn du uns nicht gewählt hast, dann hat wir die niemals gefunden. Und Herr, du willst wir die loben und preisen, für dass du uns wählen willst. Du kommst rauf. Du kommst auf diese Welt nach, uns zu erlösen. Und Herr, musst du uns helfen von dir. Musst du uns die Kraft geben. Das Wort sagt, du gibst die Kraft. Aber das Wort sagt, wir sollen an die Frau. Herr, gib du von dir. Und jedem einen, der hier bei uns sagt, die Kraft, die vom Hort Not folgen. Die Not folgen, so als vielmal die Kinder ihre Eltern noch folgen dann. Sie kicken ab nach den Eltern und versuchen, kriegt dort Not dann, was die Eltern dann. Und Herr, help uns, dass wir es dort waren, nur die. Dass wir wollen abkicken nach die und dass wir wollen die aus dem Vorbild bringen. Am Not folgen. Am Leib zu wiesen. Am Frucht zu bringen, was in Ewigkeit bleiben. Herr Jesus, Dankeschön für deine Leib für uns. Und help uns, dass wir wollen diese Leib wiederbringen nach anderen Menschen. Dass wir wollen wachsen in diese Leib, dass wir können anderen Menschen diese Freundlichkeit beweisen, was du uns bewiesen hast. In den Hochheiligen Namen Jesus. Amen.